Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich habe wieder ein neues Interview für euch und als Gast hatte ich Andrea von Querido Mundo, einem Reiseveranstalter spezialisiert für Lateinamerika. Und ja, ihr habt richtig gehört, ein Reiseveranstalter, da denkt ihr euch vielleicht, naja, die letzten Monate, pandemische Lage war vielleicht ein bisschen schwierig. Und ja, darüber reden wir auch. Aber wir reden auch über Alternativen, die gefunden wurden, unter anderem Online-Events. Ja, nämlich Travel Dinner. Am 1. Oktober findet ein Travel Dinner statt und Thema ist Kuba. Dazu seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen und unten in der Videobeschreibung habe ich dann auch den entsprechenden Link, da einfach raufklicken. Alles andere oder alles weitere übernimmt dann Querido Mundo. Ja, das erstmal vorab zur Info. Mehr Informationen zum Travel Dinner. Was ist das überhaupt? Erfahrt ihr alles im Video. Von daher soll es soweit erstmal vorab sein. Viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit dem Interview und ja, bis dahin. Ja, hallo Andrea, danke, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast. Für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, mich jetzt überhaupt anzuschreiben? Ja, danke, dass ich hier sein darf. Und ja, sehr gerne stelle ich mich kurz vor. Also, mein Name ist Andrea Babylon. Ich bin eine der Gründerinnen von Querido Mundo Reisen. Hm? Das ist ein Reiseveranstalter für Gruppenreisen nach Lateinamerika. Und ich muss mal kurz ein bisschen ausholen, denn Gerne. mein Herz schlägt total für Lateinamerika. Und Ja, ein Grund ist nämlich, dass ich 2009 ohne großen Plan nach Mexiko gegangen bin, quasi okay. zum großen Bruder von Kuba und habe dort fast 2 Jahre gelebt. Bin Tatsächlich, zurückgekommen nach, okay. ja, ja, und bin Aha. zurückgekommen nach Deutschland und wollte eigentlich sofort wieder zurück nach Mexiko. Wie das dann halt so ist im Leben, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, Oha, okay. oh nein, ich schaffe es nicht zurückzufliegen. Dann habe ich Uli kennengelernt und Uli ist mein Mann. Mhm. Und hätte mir niemals vorstellen können, wegen einem Mann nicht zurückzugehen. Es ist mir passiert. Jetzt bin ich verheiratet, wohne in Köln und habe eine kleine Tochter hier. Okay. Und habe dann überlegt, wie kriege ich das denn hin, dass ich Mexiko und Köln vereinen kann. Und dann habe ich angefangen, als Reiseleiterin zu arbeiten. Wie kam es dazu? Ähm, bitte, Entschuldigung? Wie kam es dazu, dass du jetzt direkt, also hast du das irgendwie gelernt oder? Ich, ich folge ganz stark meinem Herzen. Deswegen bin ich auch in Mhm. Mexiko total gut klargekommen. Also ich bin Mhm. nicht so strukturiert. Ich habe halt Kulturwissenschaften studiert Ah, okay. und ja, und war immer so Reisen, Kulturen, neue Kulturen kennengelernt. Und bevor ich als Reiseleiterin gearbeitet habe, habe ich nämlich angefangen, habe ich noch eine Trainerzertifizierung gemacht als interkulturelle Trainerin und wollte halt für Leute, die mit Lateinamerika zusammenarbeiten, speziell dann für Mexiko oder die nach Deutschland kommen, um da das Zusammenleben, Zusammenarbeiten etwas zu vereinfachen, weil Mhm. als ich in Mexiko gelebt habe, habe ich für eine große deutsche Firma dort gearbeitet. Sie haben ihr Werk errichtet und ich habe mitbekommen, was alles schieflaufen kann. Sagen wir es mal so. Verstehe. Und daraufhin habe ich mir gedacht, das möchte ich ändern, bin dann nach Deutschland gekommen, habe hier eine interkulturelle Trainerausbildung gemacht, Mhm. habe dann überlegt, oh, das ist mir zu theoretisch, das möchte ich eher ja, praktisch anwenden, habe mich dann das war ganz spannend. Ich war nämlich dann bei einem Existenzgründerseminar und dann hat mich jemand angesprochen, hat zu mir gesagt, ich habe einen Job für dich, du wärst die perfekte Reiseleiterin. So war das. Und dann habe Okay. ich gedacht, ja, okay, Probiert man trifft sich aus. gut. Ja, ja, probiere ich mal aus. Dann habe ich mich da vorgestellt bei dem Reiseveranstalter, den gibt es leider nicht mehr. Mhm. Und die haben gesagt, ja, wenn du willst, kannst du in 3 Monaten später die Mexiko-Reise leiten. Und ich dachte, cool. Ja, und dann habe ich das gemacht. Ich weiß, das war Januar 2014. Da ging es los. Und das war halt, es war total das Geschenk, weil ich mit dem Reiseveranstalter quasi komplett Lateinamerika bereisen konnte. Also ich Mhm. konnte Okay. von Mexiko bis nach Patagonien, habe ich super viel gesehen, super viel. Weil ich war eher so ein bisschen die Sachen organisieren, anstatt dass ich da jetzt großes Wissen vermitteln müsste. Mhm.
Und dann habe ich 2017, Joanna hatte ich schon kennengelernt, das ist die andere Gründerin, und dann habe ich gedacht, komm, wir machen das jetzt selber. Und sie hat gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich da musste ich ein bisschen kämpfen. Und dann, weil Joanna hat derzeit in Brasilien gelebt, hat selbst die habe ich dann auch als Reiseleiterin quasi damit reingebracht. Und Okay. dann hat sie irgendwann doch ja gesagt, und dann sind wir mit Kolumbien angefangen. Das war Kolumbien unsere erste Reise, und die ging los im März 2018. Also wir sind noch Okay. total jung, wir sind ein Ich wollte gerade sagen, also Start-up. das ist quasi das dritte Jahr. Ja, also Ja, dritte Jahr mit kurz ein paar Jahren also jetzt ja schon fast 1,5 Jahren ja, abzusehen. okay, ja, 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 klar, ja, aber klar. ja. Ja, also wir sind wirklich ein Start-up. Zwei Mädels, die einfach ihrem Traum Mhm. folgen und also mit Kolumbien angefangen, und die Reise war direkt ausgebucht, und ja, dann haben wir gedacht, so, was machen wir dann? Und das sind alte Gäste von uns sind zu uns hingekommen, können wir nicht irgendwie könnt ihr mir nicht eine Anreise ausarbeiten? Und dann haben wir irgendwie Mhm. Peru, Bolivien angemacht, und dann kam irgendwann die Nachfrage nach Kuba, und dann haben wir Anna und ich gedacht, ja, Kuba überhaupt kein Problem, machen wir. So, Okay. und dann das war dann ja, und dann haben wir aber gemerkt, da läuft es ein bisschen anders auf Kuba, ne? Also das muss man ja dann doch nochmal zu, und das war unsere herausforderndste Wann war Reise das bisher. gewesen? 2019 dann quasi, oder? Genau. Ja. Also wir haben unsere erste Gruppenreise nach Kuba im November 2019 gemacht. Ah ja, okay. Mhm. Ach, Also November kurz vor, 19. Okay, das war ja dann tatsächlich noch so auf dem letzten Drücker. ja, kurz vor knapp. Ja, wir hatten auch, und wirklich ohne Witz, wir hatten die nächste Reise nach Kuba im April 2020. Wir hatten unsere Gäste, und Kuba war ja somit das letzte Land, was zugemacht hat. Ne? Und bei Ja, uns ist es richtig. halt so, die Gäste buchen sich ihre Flüge separat dazu, und wir wollten halt nicht einfach die Reise stornieren, weil wären auf ihren Kosten sitzen geblieben, weil die Ja, Flüge halt noch offen, und das ist so ein Kampf, ne? Ja. das Ja, stimmt. aber so sieht es jetzt aus. Also wir haben erst eine Reise nach Kuba gemacht, also eine Gruppenreise. Joanna und ich Mhm. waren selbst auf Kuba, und genau, und ja, deswegen habe ich, als du gesagt hast, ich hätte Lust auf Interviewpartner, habe ich gedacht, ich melde mich, weil ja, Kuba mir auch wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Nee, freut mich und das merkt man auch tatsächlich. Schon voll im Ähm, Fluss gewesen, nö, ja. absolut, ist super so. Jetzt hast du gesagt, mit der Gruppenreise wart ihr bisher einmal, es war noch eine andere geplant im April 2020. Gut, das war genau der Zeitraum, wo halt die Flughäfen auch dicht gemacht haben. Mhm. Na, von daher, okay. Ist denn da jetzt schon irgendwie was in Planung wegen einer nächsten Reise? Ja, tatsächlich ja. Also wir haben halt, was uns so ein bisschen ausmacht, ist, glaube ich, dass wir ein super familiäres Verhältnis zu unseren Kunden, wir nennen sie auch Hm. Queridos, ne? Also Mhm. haben, und die haben irgendwie alle umgebucht, und die buchen jetzt einfach jedes Jahr um und sagen, okay, wenn es dieses Jahr nicht klappt, mache ich es nächstes Jahr. Also Mhm. theoretisch wäre unsere nächste Gruppenreise im Frühjahr. Steht auch nicht ganz fest, das Datum, aber es wird so, ich denke mal, auf April hinauslaufen. Da Okay. würde jetzt die nächste Gruppenreise starten. Wenn die nicht stattfindet, dann wäre es im November. Also wir geben nicht auf. Ja, Okay. Das ist wichtig, nicht aufgeben. ja, Aber ja. wir gehen mal jetzt auch davon aus, wir denken ja mal positiv, dass sich auch alles wieder entsprechend in die richtige Richtung entwickelt. Soll heißen, dass auch wieder Reisen möglich werden. Ne? Und von So, daher. ne? Ja, ich stehe auch in ganz engen Kontakt mit also wir haben halt einen Reiseleiter vor Ort, Mhm. und ja, also wenn ich das so mitkriege, also ich meine, wir haben ja, man kann ja viel über den deutschen Staat meckern, aber, und auch die Hilfen sind vielleicht nicht alle so, ne, jetzt als für uns jetzt hier irgendwie als Reiseveranstalter ohne festes Büro und Mhm. so, ne, Soforthilfe, das ist auch alles, aber ich bin trotzdem super dankbar, dass ich einfach hier wohne. Ich weiß, wie ich am nächsten Tag mein Essen kaufen kann und so. Und das ist natürlich gerade, wenn ich dann irgendwie mit Daryl heißt und die Person, es ist ja mittlerweile auch ein Freund geworden, ne? Also so das, ja, und dann kriegt das irgendwie mit. Halt schwierig, ne? Teilweise, ja. Ja, und da merkt man dann Mexiko, halt tatsächlich, dass ja Deutschland doch irgendwo zu den reichsten Ländern der Welt gehört. Und selbst wenn man hier nicht viel hat, ist es weitaus mehr als andere in anderen Ländern haben. genau. Ich wusste ja Ja, gar nicht über Kuba, ne? Ob es genau, Mexiko ist, Peru ist, das ist ganz ja, allgemein. Das soziale Netz funktioniert halt auch hier, ne? Selbst wenn es Stimmen gibt, die Gegenteiliges behaupten. Aber wenn man in andere Länder schaut, dann merkt man ganz schnell, doch, doch.
das Ja, funktioniert hier. Ja, da kann man auch wirklich dankbar sein. Und ich kann auch verstehen, dass, also jetzt, ich will meckern und so, ich habe auch gemeckert und so. Ja, Gar keine Frage, aber wenn man dann einfach mal sich auf die Sachen hat, konzentriert, die man hat und die nicht fehlen, dann darf man sehr dankbar sein. ich denke auch. Ich denke So, auch. das war zum Sonntag von uns beiden hier. So, das war's für heute. Ja, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Genau, genau. Du hast ja gerade angesprochen, ihr habt vor Ort in Kuba auch einen Reiseleiter. Ja. Also habt ihr da generell ein Team oder ist es halt nur eine einzelne Person oder wie muss ich mir das grundsätzlich vorstellen? Das ist quasi, also wir sind so ein bisschen, unsere erste Reise war eine Harakiri-Reise, so ein bisschen. Ne? Also Okay. wir dachten halt, ich nehme euch jetzt mal in die Interna. Wir dachten natürlich, ach so, Kuba, gucken wir uns an, das läuft so wie bei den anderen Reisen. Bei unseren Reisen sind immer alle handgemacht. Also wir kaufen nichts ein so, sondern wir möchten wissen, wo wir die Gäste hinschicken. Ja. Und da wir halt ja auch als Reiseleiterin super viel rumgekommen sind, wissen wir coole Hotels, also das ist wirklich so handgemacht. So, wir haben halt unsere Hotels sind auch teilweise, unsere Unterkünfte sind unsere Freunde teilweise, weil wir irgendwie jahrelang da waren und so. Und dann dachten wir uns, auf Kuba läuft das ja genauso. Ja, war ein bisschen anders. Ja, und wir haben ein Team vor Ort, Dariel, der arbeitet auf dem Sprachcafé und und dann sind wir so ein bisschen unsere Gruppe, die erste Gruppe, mit der wir gereist sind, das waren 6 Leute. Und dann haben wir gedacht, okay, Dario, wie machen wir das denn am besten? Und er war dann quasi unsere Ansprechpartnerin und hat uns dann Kassas besorgt, die haben wir dann auch besichtigt vorher und wir fanden es super schön und dann haben wir das quasi, weil wir so eine kleine Gruppe waren, haben wir dann quasi und bei unseren Reisen ist halt authentisches Reisen, wir fahren dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so war das dann irgendwie. Okay. So klein waren, ja. Also tatsächlich die Auswahl handverlesen und der Transport oder generell, wie man sich halt vor Ort bewegt, ist halt wenig irgendwie Touristenbusse, sondern tatsächlich so die ganz normalen Transportmöglichkeiten, die existieren. Ja, Sul. Ja. Also Okay. das sind wir tatsächlich, also das war halt so teilweise, nicht alles natürlich, ne, überhaupt nicht. Aber ja, wir versuchen immer irgendwie, weil wir sind beides so Backpacker-Seelen, würde ich jetzt mal sagen. Und bei uns ist es halt so, wir wollen halt irgendwie, also wie Kultur, Menschen, das Land kennen, das ist halt echt so mein Herz, ne? Vorurteile abbauen und ich finde halt, es ist schwierig, das zu machen, wenn du 3 Wochen an einem Ort bist, irgendwie so all in oder so. Das ist halt überhaupt nicht, ich will es gar nicht, das ist alles voll und ganz okay, es ist halt einfach nur nicht unser Reisekonzept. Ne, wenn jetzt irgendwie auch 2 Wochen pure Entspannung ist, der bei uns komplett am falschen Ende. Ne, so, dann das ist es halt nicht. Wir haben halt teilweise Aspekte von Entspannung, die sollen natürlich auch nicht zu kurz sein, aber bei uns Fokus ist Land und Leute. Und deswegen haben wir uns halt gesagt, okay, wenn jetzt irgendwie, na klar, wenn jetzt eine Tour von irgendwie 24 Stunden Bus fahren oder 2 Stunden fliegen, dann gehen wir natürlich mit dem Komfort. Dann buchen wir den Komfort. Aber wo es halt möglich ist, wo man halt irgendwie so einfach mal mit einem Kubaner, Mexikaner in Kontakt sitzt, wenn man im Bus ist oder so, wie halt so das alltägliche Leben ist. So ist unsere Reise, genau. Das ist schön. Okay. Naja, so stelle ich mir tatsächlich auch immer meine oder unsere Reisen vor, wenn wir unser Urlaub planen. Ne? Wir fliegen ja nicht nur nach Kuba. Sondern es geht ja schon irgendwie darum, also ich habe auch die Ansicht letztendlich, wenn wir jetzt Kuba betrachten, ein Hotelurlaub kann man sicherlich machen, aber als Europäer gibt es dann vielleicht doch bessere Destinationen. Und da lohnt es sich doch wirklich mehr, auch ins Land reinzugucken. Ja, Ja, ich denke halt irgendwie so, wenn ich jetzt einen Strandurlaub mache, auch allein aus den Nachhaltigkeitsaspekten, da kann ich auch nach Portugal fliegen, dann muss ich halt nicht einen Langstreckenflug machen. So, das sind halt irgendwie so, also mir tut es ja weh, also ich bin halt auch Klimawandel und so, das ist mir auch alles bewusst und ich versuche halt das nachhaltige Reisen. So, und dann ich muss nicht nach Cancun, ich nehme jetzt mal das Beispiel Cancun und ich muss nicht nach Cancun fliegen und da 3 Wochen All-In gehen und irgendwie italienisches Essen essen, weil dann habe ich irgendwie von Mexiko nicht so viel mitbekommen. Oder Varadero oder so, das ist teilweise ja, es ist schwierig so. Ne? Ich will das gar nicht verteufeln und ich will da auch gar nicht, soll wertfrei sein, aber es ist halt nicht unser Reisekonzept. Genau, das ist auch so absolut okay, ne? Und es ist auch, was ich sagen will. Ne? Also letztendlich ist ja meine Meinung, ne? Und jeder kann eine andere Meinung haben. Und wenn
jemand nach Kuba reist und es auch nur in dem Sinne Varadero ist, dann ist es für mich auch okay, wenn derjenige damit Voll. glücklich ist. So, ne? Ja, ja, ich Von denke das auch. daher, da werte ich überhaupt nicht. Ne? Aber für mich persönlich, Mhm. ich möchte dann halt tatsächlich mehr. So, ne? Und das ist es halt. Ne? Und das bietet ihr Ja. anscheinend auch an. Ja, ja, doch tatsächlich. Und bei uns ist es auch tatsächlich so, dass wir haben eigentlich immer eine Wanderung auf den Reisen dabei, wo es möglich Mhm. ist. Also wir sind eher aktiv auch. Aber was bei uns auch wirklich, was uns, glaube ich, auch ausmacht, ist halt, dass wir auch viel individuelle Tage haben, wo du halt einfach dich selbst entscheiden kannst, was du machen möchtest, sodass du halt deine Vorlieben auch ausleben kannst. Und das ist irgendwie bei uns, also es ist irgendwie so eine geführte Backpacker-Reise mit Komfort, nicht für Backpacker, weil da sind unsere Gäste schon zu alt für, sondern die waren mal Backpacker, haben jetzt keine Zeit mehr dafür und wollen halt so viel vom Land und Leute mitkriegen, wie es geht. So kann man das sagen. Und das machen Okay. wir und für Rat und Tat zur Seite und ja. Aber ist ja vielleicht nochmal ein spannender Punkt. Du hast ja gerade das Alter angesprochen. Wie ist die Altersstruktur im Allgemeinen bei Mm, euren Teilnehmern? Ich würde so sagen, so Mitte 30 bis Mhm. Anfang 50. Es sind manchmal vereinzelte Personen, die sind halt irgendwie 60, die sind dann Mhm. jung gebliebene, die halt einfach Ja, klar. Lust haben. Ja, genau, Ja, so kann klar. ich das sagen. Teilweise haben wir auch welche dabei, die sind unter 30, aber das ist eher so vereinzelt. Okay, okay. Aber so 30 bis 50, 55 ist so das. Okay, Genau. na gut. Aber ist ja eine gute Zielgruppe. Ja, ja, genau. Es sind meistens sind es bei uns Alleinreisende, also gar keine Mhm. Pärchen. Aber Pärchen, ne, wenn die aufgeschlossen, manchmal fragen die Pärchen, kann ich vielleicht doch mitkommen mit meinem Partner? Klar, ne, du weißt halt nur, dass es dann halt irgendwie, dass du halt mit mehreren Singles zusammen bist oder mit Alleinreisenden, müssen ja nicht mehr unbedingt Single sein. Mhm. Dann sagen die, ja, mein Partner ist mir manchmal zu langweilig, mit dem der will halt lieber am Strand liegen bleiben, ich bin unternehmenslustig, ja, dann komm mit, das ist ja gar kein Ding. Ne? Also so, unsere sind irgendwie immer alle sehr offen und neugierig. Genau. Okay. Na gut, du hast ja auch gesagt, ihr pflegt ja so ein freundschaftliches Verhältnis, so, Mhm. dass auch die Teilnehmer immer wieder auch neu buchen teilweise. Ne, also ihr, Ja, ihr, ihr ihr kennt sie ja auch teilweise von früher, noch aus vorherigen Anstellungen, sage ich mal. Von daher ist man da so ein bisschen mitgewachsen. total. Ja, ja, Total. okay. Also ich jetzt letzte Woche kriege ich auf einmal ein Foto von einer Teilnehmerin, die ihre Bettwäsche mit Fotos von Machu Picchu und Peru eingefärbt hat. Und dann schickt mir Okay, einfach eine WhatsApp. Also so ist das Verhältnis. Es ist ja, tatsächlich schön, sehr freundlich. Ja, schön, voll schön. schön. Mhm. Das ist super, ja. Mhm. Die Anzahl der Teilnehmer würde mich vielleicht noch interessieren. Gibt es da irgendwie eine Maximalgrenze oder sagt ihr, es ist offen? Wer will, kann mit. Nee, wir haben tatsächlich eine Maximalgrenze. Also größer als 14 Leute sind unsere Gruppen eigentlich nie. Es sollten die Okay. nicht sein. Das ist unsere Maximalgrenze, weil dann ist halt dann auch dieser freundschaftliche Charakter fällt dann irgendwie auch irgendwann weg, weil du Das dich halt stimmt. selbst nicht um die Leute so richtig kümmern kannst. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen Deckel drauf ab 14. So im Normalfall würde ich sagen, ist unsere Gruppe meistens so 10. Es gab schon welche, da waren 8 Leute mit, es gab auch welche, da waren 14 Leute mit, aber ja, so. Aber ist ja an sich schon eine gute Größe, um auch in der Gruppe halt so ein bisschen Austausch zu haben, ne? Klar, klar. Genau. Das passt auf jeden Das ist Fall, ja. ja, Und wie, meistens das. Ja, ja, nee, bitte? erzähl du, erzähl. Nee, wie lang sind eure Reisen in der Planung? Gibt es da verschieden? Also, ihr hattet ja bisher nur eine Kuba-Reise. Also, gehen wir von der einfach mal aus, ne? Wie Ja, lange ging die? 23 Tage. 23, also 3 Wochen im Grunde genommen. Genau, genau, weil Ja, das ist natürlich, also unsere, unser Herz ist ja viel vom Land mitzubekommen und das ist ja teilweise bei 2 Wochen schwierig, wenn du dann noch An- und Abreise mitzählst. Ähm, Wir haben jetzt halt, weil wir öfters auch viele Anfragen so bekommen, oh, 3 Wochen kriege ich keinen Urlaub oder so. Wir überlegen halt jetzt tatsächlich die Reisen auf 2 Wochen nicht zu verkürzen, aber 2 Wochen und dann noch quasi eine Woche on top. So, okay, ne? also modular aufgebaut. Ja, ja, das ist wirklich gerade so, fragen viele nach. Okay. Ja, 3 Wochen ist halt, also wir fliegen auch immer 3 bis 4 Wochen. Ja, ist Darunter eigentlich nicht ja auch, wirklich. ja. Aber ist schon richtig, ne? Viele Arbeitgeber, ja, sagen dann halt, Ja, okay, 2 Wochen ist halt so die Regel und 3 Wochen zähneknirschend. Ähm, genau das. Aber es ist halt schwierig, ne? Wenn ich dann noch wieder überlege, oh, für 2 Wochen so weit fliegen, also das ist für dieses Flugding, ne? Das ist halt, ich fliege auch nicht mal schon 3 Wochen. Also es hört sich
ich kann es mir halt erlauben, weil ich ja selbstständig bin, aber klar, ne, es ist natürlich, ja, aber tatsächlich ist es jetzt fürs kommende Jahr eine Überlegung, dass wir das modular aufbauen. Okay. Und vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie die Reise damals war, 2019. Wo seid ihr angekommen? Also wo ist die Reise an sich gestartet mit der Gruppe? Wo seid ihr lang? Wo ist es geendet? Vielleicht kannst du mal einen kurzen Abriss geben zu dieser Reise, was man Also so genau, sieht. genau. Also wir starten in Havanna. Mhm. Und viel vom Land, das bedeutet natürlich, wir fliegen quasi von Havanna bis nach Baracoa. Also wir Ach, nehmen die okay. komplette Insel. Ja, ja, genau das. Also wie gesagt, natürlich die Highlights, aber wir haben gedacht, so, nee, das ist unser Prinzip, das ist das Querido-Prinzip und auch so nicht die ganzen Touristenspots, ne? Also Mhm. wir sind natürlich Trinidad, ne, nehmen wir mit, ist ja wunderschön halt auch, ne? Mhm. Und dann sind wir halt tatsächlich bis nach Baracoa und Joanna hat die Reise damals geleitet. Ich war vorher, wir haben uns 3 Wochen oder 4 Wochen vorher auf Kuba getroffen, haben noch ein bisschen zusammen gearbeitet dort und haben, bevor ich dann nach Mexiko geflogen bin und dort meine Mexiko-Reise als Reiseleiterin gemacht habe, hat Joanna dann die Kuba-Reise gemacht und mit Daniel zusammen, das war dann quasi Mhm. unsere erste Pilotreise und die hat dann die Reise geleitet und ist so in Baracoa verliebt. Also ich kann da selbst nichts zu sagen, weil das ist der absolute, auch Santiago de Cuba, also das machen wir halt komplett einmal, ja, also Okay. einmal komplett durch. Okay. Ich Also dann, bin, ich, hm? bitte? Jetzt. Nee, ich selbst habe die Touristensachen quasi gemacht, weil ich muss gestehen, ich war damals mit meiner Tochter, die war Mhm. damals 1, keine 1, und mein Mann, der war der Babysitter quasi, während wir dann zusammen gearbeitet haben. Und dann habe ich mir gesagt, so, nee, ich bleibe lieber eine Woche an einem Ort. Und ich habe mir halt Trinidad angeguckt. Ich war in Vinales-Tal, also die normalen, typischen Sachen. Mhm. Und Anna ist dann einmal die Reise komplett durch. Okay. Wann war nochmal diese Solo-Reise gewesen? Also wann warst du das erste Mal auf Kuba? Also das erste Mal war ich auf Kuba kurz davor. Ich war kurz davor. Ich war die 4 Wochen vor. Ich war im Ach so. September. Genau. Okay. Joanna war dann davor und genau. Okay. Die war noch davor. Verstehe. Ich war im September. Genau. Und dann haben wir uns da quasi getroffen und haben uns dann auch wieder getrennt davor. Okay, Ja. jetzt Naja. löst sich der Knoten. Ja, Okay. hier total viel Information auch von mir hier Ja, also zugebracht. ist ja super so, so soll es ja sein, wie Mhm. gesagt. Und ich sag mal so, also ihr startet quasi in Havanna, also ihr seid in Havanna gestartet in der Reise, dann halt von Havanna mit dem Flugzeug nach Baracoa und dann wahrscheinlich übers Land, dann über Santiago, Trinidad zurück nach Havanna, oder? Wir starten in Havanna. Wir haben die danach nochmal umgeschoben, weil das war dann irgendwie bei uns, wir haben es dann nochmal ein bisschen optimiert. Ja. Genau, wir sind von Havanna gestartet und sind dann nach Baracoa geflogen. Das ist die jetzige Reise. Und dann sind wir quasi über Santiago de Cuba, dann waren wir noch Mhm. in der Sierra Maestra, und haben dort auch eine Wanderung gemacht, sind dann über Trinidad, dann waren sie noch in der Sierra de Escambray und haben dann noch mal einen Ausflug gemacht, noch eine kleine Wanderung und dann nach Vinales. Und dann haben wir unsere Reisen schließen immer ab, quasi mit ein bisschen Strandurlaub, dass man schön relaxed nach Hause fahren kann. Dann waren sie noch auf den Cayo de Visa und dann nochmal in Havanna und dann sind sie nach Hause gefahren. Okay, und das Ganze dann in 23 Tagen. 23 Tagen, genau. Mhm. Genau. Okay, also überall so ein Aufenthalt von vielleicht 2 Tagen. 2, 3 Tagen, Ja, genau. und Also dann wir wollen es weiter. nicht, ja, wir versuchen es immer so zu machen, dass man nicht total abgehetzt ist. Ne? Genau, in Havanna, ich glaube, am Anfang waren sie 1 Tag in Havanna oder 2 Tage, aber sind dann nachher zum Schluss noch mal ein bisschen länger geblieben. Okay. Und dann in Baracoa waren sie, glaube ich, 3 Tage und in Santiago de Cuba auch 3 Tage. Also meistens ist es echt immer so 2, 3 Tage. Genau, in Baracoa und in Santiago de Cuba waren sie, glaube ich, sogar ein bisschen länger. Ich glaube sogar 4 Tage. Ja. Und dann Sierra Oh, da gibt es Maestra. auch einiges zu sehen. Mhm. Mhm. Dann waren sie, glaube ich, in der Sierra Maestra. Glaube ich, das war ja mehr oder weniger der Ausflug von 2 Tagen. Da haben sie ja dann auch eine Nacht übernachtet. Und dann in Trinidad, glaube ich, nochmal auch 3 Tage, weil sie von da auch den Ausflug gemacht haben. Genau, so war das ein bisschen. Ja. Okay. Ja. Und sag mal, die Planung für die nächste Reise, hast du ja schon gesagt, es soll dann mehr modular aufgebaut werden. Also so, dass man nach 2 Wochen so einen, ich sag mal, einen Cut hat und entscheiden kann,
macht man noch modular die nächste Woche oder reist man zurück? Also wäre das dann wahrscheinlich, dass man nach 2 Wochen wieder zurück in Havanna ist oder wie muss ich mir diesen Ja, modularen Aufbau vorstellen? da gehen wir jetzt in die Planung. Da kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht so Hm, konkret was zu okay, sagen. Aber genau, da ja, muss ich mit Joanna nochmal sprechen. Aber es wird wahrscheinlich so sein, entweder, dass wir sagen, okay, nach 2 Wochen habt ihr, wir fliegen in den Osten und fahren dann irgendwie nach Trinidad und dann müssen wir gucken, dann die letzte Woche, dass wir den Rest dann machen. Oder ja doch nach Trinidad. Und nach Vinales und Levice dann halt nicht und dass wir dann halt irgendwie quasi den Rücktransport nach Havanna irgendwie organisieren. Da müssen wir uns hm, nochmal irgendwie miteinander ja, okay, auseinandersetzen. okay. Ja. Na gut, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, also tatsächlich ist es gerade auch wirklich bei uns so, weil wir halt nur Gruppenreisen anbieten und gar keine Individualreisen, ist es natürlich gerade so, dass bei uns jetzt nicht der absolute Besucheranstrom ist, ne? Also oder das ist bei uns echt gerade immer noch keine große Veränderung zu sehen. Ja, also weil es dauert natürlich, also Gruppenreise zu zweit ist halt ja auch, das bringt es ja auch gerade nicht. Deswegen machen wir gerade für einen Spanischunterricht und so und versuchen das dann irgendwie anders gerade diese Zeit noch zu erbringen und die Vorfreude zu steigern. Ja, Genau. aber Ja, das ja, ist halt wichtig in der heutigen Zeit, dass man sich irgendwie Alternativen schafft, ne? ja, weil wer hätte das gedacht? Ich meine, als Corona kam, haben wir halt gedacht, so, ja, im Herbst geht es dann wieder. Komm, wir buchen einfach auf den Herbst um und dann, Das haben oh, einige gedacht. ja, ja, und dann war das irgendwann so, oh, okay, Herbst, wir müssen noch mal kurz mit Carsten und so unseren Teilnehmern sprechen. Die müssen umbuchen auf nächstes Jahr früher. Dann war es aber klar, dass das definitiv funktioniert. Ja, und jetzt reden wir schon nächstes Jahr. Und dieses Jahr, ehrlich, also ne, auch befreundete Reiseveranstalter, mit denen ich auch in engen Kontakt stehe, jetzt global gesehen, es ist super anstrengend gerade, weil sich halt immer was ändert und ja, und auch bei denen gruppenreisemäßig ist es halt super schwer. Und da wir halt handgemachte Reisen haben und keine Zubucherreisen Ja, ja. haben, wo halt, das ist schwierig bei uns gerade. Man ist halt von zu vielen Dritten abhängig, ne? Ja, Das ist dann tatsächlich, wenn es da dann irgendwo nicht läuft, dann wird es schwierig. Und so ist es halt zum jetzigen Zeitpunkt leider. ja, und Ja. deswegen sind wir auch gar nicht, wir machen jetzt auch irgendwie nicht irgendwie groß Werbung für, oh, wir haben die noch auf der Webseite stehen für den Herbst, die Reisen, aber da wird keine von stattfinden. Das haben wir schon, es ist so und es ist auch vollkommen in Ordnung so und wir vertrauen einfach auf das nächste Jahr und dass es dann besser wird und ja, und es ist halt irgendwie ganz schön, weil wir diese Zeit halt auch echt genutzt haben und jetzt sagen die Leute halt wirklich, wenn wir nach Lateinamerika reisen, dann mit euch, so weil wir halt Mhm. so eine Community geschaffen haben für Leute, die Lateinamerika lieben, die Kuba lieben. Ja, das ist wirklich, also es sind auch wirklich super viele, die sich jetzt so zu uns gesellt haben, die halt mit uns nach Kuba fliegen wollen und das sehr schön ist. Genau. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne? Gerade jetzt so als Startup, dass man sich so eine Community mehr oder weniger schafft. Ne? Mhm. Und wenn es da tatsächlich Leute gibt, die halt immer wieder auch buchen, weil gut, jetzt reise ich mal nach, weiß ich nicht, Peru, jetzt nach Mexiko, jetzt nach Kuba, jetzt nach was auch immer, äh, um einfach so die entsprechenden Länder auch kennenzulernen und weil man dann vielleicht auch mit eurer Art der Reiseveranstaltung ja dann in dem Sinne auch zufrieden ist, warum nicht nochmal neu buchen? Ja, um Ja, dann es, wiederum halt ein anderes Land kennenzulernen. das ist tatsächlich so. Und deswegen war unsere Kolumbienreise auch so die erste so ausverkaufen. Das war unser größter Struggle, so ein bisschen das größte Problem, was wir hatten, quasi von den, oh, unsere Reise ist ausverkauft, weil unsere Gäste mitgeflogen sind, die uns unterstützen wollten, die uns geliebt haben, quasi, die schon ganz viel mit uns gereist sind. Und dann mussten wir uns in der Welt des Internets zurechtfinden. So, ne? Also nicht, ja, weil wir hatten ja nur Kolumbien und dann hatten wir noch irgendwie Mexiko und da waren die vielleicht auch schon mit mir oder so. Ne? Ja. Da saßen wir dann halt da und haben gesagt so, ja, okay, dann gehen wir jetzt online. Und das ist auch so eine Corona-Sache, weil am Anfang, Joanna und ich haben dann irgendwie getextet und haben dieses Online-Marketing dann gemacht in dieser Welt, haben aber uns nie gezeigt oder uns immer versteckt. Und dann kam Corona und dann war das irgendwie so, okay, wir müssen irgendwas anders machen. Und dann haben wir halt so eine Staycation gemacht und haben irgendwie Lateinamerika nach Hause geholt, 23 Tage, und haben halt alle vier Reisen, die wir hatten, Mhm. quasi für 7 Tage nach Hause geholt, haben dann Geschichten aus dem Land erzählt und Essen gekocht daraus. Und ja, und das machen wir auch heute noch in anderer Form.
und dadurch sind halt super viele neue auf uns aufmerksam geworden. Also dieses Spagat von, wir haben es davor nicht gut also wir haben es noch nicht geschafft gehabt, dass wir so viel Vertrauen erweckt haben, weil so eine Reise kostet ja keine 5 Euro. So, und dann waren wir halt in der Online-Welt zwischen den ganzen Reiseveranstalter und da ist mir aufzufallen, das ist halt super schwierig. Und das war so unser größtes, das haben wir da gemerkt, das war immer unser größter Schmerzpunkt. Und auf einmal, seit letztem Jahr, läuft es halt einfach total gut. So. Und deswegen weiß ich auch, wenn wir wieder reisen können, haben wir keine Probleme, die Reise voll zu bekommen. Und das ist, oder dass die Leute auf uns aufmerksam werden, das ist sehr schön zu wissen. Deswegen bin ich auch so im Vertrauen. Ich denke mal, das Vertrauen muss man auch haben irgendwo, ne? Also gerade jetzt in einem Start-up letztendlich. Ja. Ne? Man muss ja an sich glauben letztendlich. Ne? Also und Schritt voran und proaktiv. Ne? Und das macht ihr. Ja, und sowas habe ich halt irgendwie auch echt in Lateinamerika, ob es jetzt Mexiko, Kuba oder so, diese Mentalität ist ja einfach da, weil weil ein Plan macht dir ich habe in Mexiko macht dir keine Pläne, weil du wirst nachher enttäuscht, weil sie nichts eintreffen. Und ja, damit bin ich ganz gut klargekommen und habe mir das dann auch jetzt als Corona kam. Ich dachte, okay, warte mal, in jeder Krise steckt eine Chance, weil man ist ja irgendwie, ich bin sehr flexibel, deswegen bin ich in Mexiko und auch komme ich in Lateinamerika sehr gut klar, so, weil ich kann mich sehr gut auf Situationen darauf einstellen. Und gerade Kuba, also, ne, ich meine, da musst du dich ja jeden Tag auf etwas Neues einstellen und das hat uns Alternativen. Ja, und Alternativen und Innovation, ich meine, das können die ja da können wir uns ja eine Scheibe von abschneiden. Und das habe ich auch da ganz, ganz stark gelernt und das hat mir jetzt auch das letzte Jahr total viel gebracht und ich finde es halt auch immer, da kommt jetzt die interkulturelle Trainerin in mir durch, dass man halt aus beiden Welten das Beste zusammenführt und dann läuft es auch. Und dafür bin ich auch Lateinamerika sehr dankbar. Okay. Für dass ich das miterleben durfte und so viel auch Erfahrungen und Geschichten sammeln durften aus den Ländern. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und also, wie gesagt, gerade so also ich gucke jetzt gerade mehr nach Kuba, logischerweise. Ja, klar. Ne? Aber was du auch schon sagst, ne, letztendlich so das Beste aus zwei Welten. Und diese beiden Welten, wenn ich sie betrachte, Deutschland, Kuba, sind so dermaßen verschieden. Ja. Ne? Und klar, wenn man da halt für sich selbst so ein bisschen reflektieren kann, okay, was kann ich denn vielleicht aus dem einen eher für mich mitnehmen und umsetzen und was bringt mir vielleicht für mich persönlich halt mehr. Das ist, denke ich mal, auch ganz wichtig, dass jeder so für sich so ein bisschen kann auch, ne? Also diese Selbstreflexion. Und ich sag mal, das ist ja auch so ein Ding von Reisen, ne? Also halt neue Kulturen kennenlernen. Das ist auch ein Grund deswegen auch unter anderem, warum man reist, um da halt letztendlich auch offener zu sein für ganz andere Dinge und nicht immer so den Weg, den man vielleicht irgendwie als Kleinkind eingebläut bekommt, den man gehen muss, dass es halt so eigentlich nicht immer sein muss. Ne? Und deswegen, also das Beste aus zwei Welten, das fand ich nochmal ganz gut, dieser Satz. Ja, und auch dankbar zu sein. Ich meine, ich bin von Kuba nach Mexiko geflogen damals, von Havanna, wo ich irgendwie Wasser für meine Tochter besorgen musste, in 4 Supermärkte gehen musste, weil es einfach gerade in dem Moment nicht in dem einen Supermarkt vorhanden ist. Und ich komme nach Cancun und ich denke mir irgendwie so, gehe in den Supermarkt in Soriana und denke mir so, wow, also ne? Und dann dachte ich mir so, ja, und wie dankbar ich sein kann, dass ich einfach weiß, ich weiß, wo ich was bekomme. Das ist so das klassische Beispiel, aber auch einfach, das war auch in Corona total stark. Ich war auf Kuba so beeindruckt von den Menschen, von dieser Zusammengehörigkeitsgefühl. Wirklich, das hat mich so stark beeindruckt. Und ich habe dir das ja eben schon versucht, ich war mit meiner kleinen Tochter da und mein Mann ist eher der Sicherheitstyp, ich nicht. Und er dachte, oh, ja, guter Ausgleich. Ja, total. Der holt uns immer runter. Oh, nach Kuba mit dem Baby. Ich weiß nicht, es läuft, es klappt. Ich weiß, es gibt immer einen Weg. Habe ich in Lateinamerika gelernt und da vertraue ich auch total drauf. Und das läuft auch immer so. Aber natürlich, als ich am Anfang das auf Kuba nicht verstanden hatte und wo ist jetzt Wasser und keine Ahnung, und dann dachte ich mir schon so, oh nein, jetzt hat der auch noch recht. So, ne? Und dann
haben wir auch nachher in den Casters gewohnt, wo wir halt auch nachher die Reise gemacht haben und haben das nochmal und haben uns mit den Mamas dann da unterhalten und ich mit meiner kleinen Tochter und alle haben das Kind genommen und ich habe gedacht, oh, ich still noch. Und das war irgendwie 1 Jahr, war sie fast und gib mir das Kind und dann haben die alle das Kind gefüttert und haben, wie heißt das nochmal, die Speise, die alle kubanischen Babys bekommen? Dieses Püree mit das. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall gab es in jeder Kasse, bei den Mamis gab es ein Püree, was sie mir gemacht haben. Das war mit mit Malanga und Pollo und Hähnchen und dann wird das gemixt und wirklich diese 4 Wochen, jede Mutti hat das gemacht auf ihre Art und Weise und hat das Kind gefüttert und danach hat sie gegessen und ich war so dankbar und es war einfach so ein schönes Gefühl, ich war sofort in der Familie dran und ich habe das Gemeinschaftsgefühl und dann geht das Auto kaputt und irgendwie 5 Leute kommen dahin und helfen. Ich meine, wenn mir ein Auto in Deutschland kaputt geht, da kommt niemand und hilft mir. Da muss ich den ADAC anrufen. So. Und dann kam Corona und wie viele Kooperationen bei uns entstanden sind. Ich bin gar nicht mehr alleine. So, weil einfach Man hat sich aufgefangen gefühlt, sozusagen. Ja, total. Es war einfach so. Und ich habe das halt einfach mit rübergenommen. Alleine, warum denn nicht gemeinsam? Das ist so viel einfacher. Und jetzt sind so viele tolle Sachen, die ich jetzt von Kuba, weil es war meine letzte Reise quasi, Kuba, Mexiko, wieder auch mit nach Hause genommen habe. Und ich bin so offen für sowas geworden und einfach, ja, auch einfach diese Hilfsbereitschaft. Frage, ne, warum muss ich denn, mir passiert was oder ich sehe etwas, dass irgendjemand etwas passiert, ich gehe nicht mehr dran, das ist natürlich an meinem Charakter auch ein bisschen, bin ich schwierig, aber es ist einfach für mich so selbstverständlich geworden. Wenn jemand Hilfe braucht, ich helfe. So. Ne, auch jetzt mit den, ja, das ist einfach so ein schönes Gefühl. Genau, kann ich komplett nachvollziehen. Ne? Also also letztendlich so dieser Zusammenhalt insgesamt und nicht nur in den Familien, sondern auch außerhalb der Familien, also zwischen Familien meinetwegen, oder wenn man halt irgendwo, weiß ich nicht, am Straßenrand steht oder was auch immer. Ne? Also man wird auf jeden Fall angesprochen. So. Ja, und man muss ja nur auf den Stadtplan gucken und da kommt sofort, meine Tochter, brauchst du Hilfe, meine Freundin? Wo musst du hin? Und das ist irgendwie, ja, das passiert dir schwierig in Deutschland. Und wenn es dir passiert, ist es so, oh, das ist aber nicht. Und erstmal ist es komisch, was will der? Will der irgendwie mein Portemonnaie aus der Tasche klauen oder die Pille? Also, das ist, weil es einfach so, weil es so anders ist. Ich pauschalisiere hier total. Es ist natürlich jetzt überhaupt nicht 100%ig immer so, aber es ist halt, die Kulturen neigen zu Unterschieden und dann finde ich halt irgendwie schön, wenn man 2 Sachen aus den beiden Welten leben kann und dann gucken, was vielleicht auch für einen selbst passt und ja, das dann einfach macht und das ist irgendwie schön und man ist ja auch in die Kultur oder in das andere total verliebt, weil die Menschen so hilfsbereit sind, so freundlich. Und ich denke so, ja, aber warum will das denn dann nicht auch sein, wenn man das doch so schön findet? Und mit einem Lächeln durch den Tag zu gehen, ist ja wesentlich schöner als miesepetrig. So, ja. Das können wir, glaube ich, so stehen lassen, ja. Ja. Und es gibt ja in jedem, das ist auch so eine Sache, in jedem Mist gibt es echt was Gutes. Ja. Ja, man lernt halt so das Gute auch im Schlechten zu sehen. Ja, total, weil willst du auch anders übrig bleiben? Also so, ne, Naturkatastrophen, ne, das sind ja schon Sachen, die kann man einfach auch nicht beeinflussen. Und ja, wenn man da irgendwie ich meine, das spürt man ja einfach auch wie sie damit umgehen und so. Also es ist immer eine Positivität, eine Grundpositivität. Und wir beschweren uns und sitzen irgendwie, ja, also nicht alle natürlich, aber viele, die sich dann beschweren. Ja, ich höre jetzt auf. Nee, ist ja absolut richtig. Ne? Also wie gesagt, also letztendlich haben wir eigentlich keinen Grund, also im Allgemeinen gesprochen, zumindest keinen Grund, uns zu beschweren. So, Ja, ne? Weil keiner muss unbedingt auf der Straße sein und keiner muss hungern. Es gibt ein soziales Netz und im Allgemeinen wird da auch jeder aufgefangen. Ja, und das ist halt in anderen Ländern eben nicht so. Genau, so kann man das stehen lassen. Ja, genau. Deswegen bin ich auch so fasziniert von den Ländern und da zählt natürlich, also gerade was die Hilfsbereitschaft ist Kuba eins der Länder, finde ich, wo man das einfach auf Tritt und Schritt spürt.
weiß noch, ich bin Verstehe. angekommen in der ersten Nacht um 12 Uhr, 2 Taxifahrer, die haben mir nicht aufgemacht, wo ich gewohnt habe. Mhm. Die sind nicht gefahren. Die sind nicht gefahren, solange die sind nämlich eingeschlafen, wo ich meine Kassa, ja, und wir sind halt um halb, ja, und das war ein bisschen mit der Uhrzeit, war ein kleines Missverständnis und sind eingeschlafen und haben geschlafen. Und Mhm. ich stand mit den Taxifahrern da und die sind im Leben nicht gefahren, bevor ich nicht in diese Wohnung reingekommen bin. Die standen da einfach eine Stunde mit mir und haben versucht, wen sie noch anrufen können, wer wen da kennen könnte und keine Ahnung. Unglaublich. Unglaublich. Und Ja, das ist dann halt nochmal, ja, weiß ich nicht, auch ein anderes Miteinander, ne? total. Also Mhm. total. Es ist einfach so ein. Wirklich, es ist ein Beispiel, ist Valentinstag. Mhm. Von meinem Mann ist dir nicht wichtig, der Tag. Aber von meinem Mann, der vergisst das. Wer es aber nicht vergisst, sind meine kubanischen Freunde. Mhm. Dia de la Amistad. Das ist Mhm. mein Handy stellt den ganzen Tag, also nicht nur meine kubanischen, aber auch meine mexikanischen. Mein Handy stellt den ganzen Tag, weil ich einfach nur den ganzen Tag voller Glückwünsche bekomme. So, und dann denke ich mir so, mein Freund zu Hause, ne, kurze Info, es ist Valentinstag und meine ganzen Freunde aus Lateinamerika schreiben mir, oh ja, stimmt, ja. Ne, Da so, war ja was. ja, da war ja. Das ist nicht wichtig so. Aber da denke ich mir mal so, aber du bist halt sofort Teil der Familie, Teil der Freunde. Wenn du Freunde, und die wollen nichts von mir. Es ist jetzt nicht so, dass, ne, irgendwas steckt auch dahinter. Nein, es ist Mhm. einfach, ich denke halt nicht. Weil die sind halt viel mehr personenbezogen als sachbezogen. Und das ist halt der Unterschied zwischen den zwei Kulturen so stark. Und ja, deswegen, ich muss immer lachen, wenn ich E-Mails schreibe auf Spanisch oder wenn ich E-Mails schreibe auf Deutsch. Und das ist dann immer so, erst so ein, wenn ich im Flow bin und die ganze Zeit spanische E-Mails geschrieben habe mit Hi, wie geht's dem, wie geht's der und so und dann irgendwie auf Deutsch und dann fange ich an, quasi meine spanische Denke zu schreiben. Warte mal, muss mal kurz weg, mal Zeit ist Geld, das interessiert niemand so. Das ist dann halt auch Mhm. noch was. Okay, Ja. okay, ja, verstehe. Ja, na klar, also ich sag mal so, Familie und Freunde haben halt einen komplett anderen Stellenwert als in Europa, habe ich manchmal so auch das Gefühl. Also gerade in der Ja, Familie, ne? Freunde vielleicht nicht unbedingt, aber gerade so familiäre hat irgendwie nochmal einen komplett anderen Stellenwert. Und ja, das liegt auch damit zusammen, dass die halt über Generationen hinweg eigentlich immer zusammenleben. ja, Und in ja, westlichen Ländern, sage ich mal, ist es halt so, sobald ich ausziehen kann, gehe ich. Ne, ja. ne, und das ist dann halt auch noch mal was komplett anderes halt. Ne? Ja, ich weiß, als ich in Mexiko gelebt habe und das erste Mal gab, dass es bei uns Altenheime gibt. Da waren die ja, was gibt es bei euch? Altenheime. Das ist wirklich so grausam, es ist so grausam für die. Und für uns ja so, ja, aber es ist ja auch einfach so, wir sind total zur Selbstständigkeit erzogen. Also wir kriegen Taschengeld, damit wir uns selbst was kaufen können. In Mhm. Lateinamerika ist es so, du arbeitest, um das Geld deiner Familie zu geben. Es sind einfach Ja. komplett, und es ist völlig wertfrei. Das eine ist nicht besser als das andere. So. Aber es Nö, ist deswegen, einfach, also es sind halt zwei Unterschiede, ne? Die halt einfach, die man an sich wahrnimmt und die an sich so existieren letztendlich. Ne? Also komplett wertfrei, wie du schon sagst. Ne? Aber ja, das ist aber dann irgendwie so spannend zu sehen und irgendwie gerade Industrieländer, ne, Zeit ist Geld, komm, was ist ja zum Beispiel, ja, und ne, das ist irgendwie so, da muss man ja nicht, auch wenn ich mit meinem Chef, ich habe, also nicht mit meinem Chef, ich habe noch einen anderen Job jetzt gerade, ist gar nicht mein Chef, das hat sich ja witzig an, dass ich das sage, aber ich arbeite bin gerade in einem Entwicklungsprojekt, wo ich für Honduras etwas mache und da ist es halt manchmal, und wie geht's? Gut, und wie geht's da weiter? Also dann geht es direkt zur Sache. Wenn ich das bei Mexikanern, das ist komplett anders. So, wie geht's? Was ist los? Ne, wie geht's dem? Wie geht's seiner Tochter und so? mhm. Ja, und dann zum Schluss einmal so das, kannst du mir das schicken oder so. Das ist ganz anders, ja. Sache und Person bezogen. Beides gleich gut. Genau, lassen wir mal so stehen. Ja, wirklich aus beiden Sachen das Beste ziehen und dann läuft der Hase. So ist es. Jetzt hast du ja vorhin schon mal gesagt oder angedeutet, dass ihr auch ein Travel Dinner macht oder verschiedene Travel Dinners. Ah ja, ja, ja. Na, du hast es vorhin woanders ausgedrückt, aber ich kenne halt das Travel Dinner, das habe ich halt so ein bisschen verfolgt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausholen, weil ich habe auch gesehen, ihr macht ja öfter generell halt Online-Veranstaltungen, nicht nur das Travel Dinner, sondern auch so Interviews auch und Mhm. redet halt über bestimmte Themen insgesamt, auch unter euch, untereinander.
Vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausführen, weil das ist ja alles so ein bisschen geboren aus der Not heraus, weil halt die Reisen nicht mehr so gingen. Ne? Also war zumindest die Wahrnehmung meinerseits. Das hast du gut wahrgenommen. Ist genauso ist es. Ja, das ist tatsächlich, ich habe ja gerade eben schon von der Staycation geredet, das waren unsere Ja, 23 Tage, wir genau so bringen war unser das. Amerika. Und dabei war okay, was können wir machen? Wir machen ein Essen. Wir kochen Mhm. über Zoom Quesadillas. Mhm. Elena ist damals unsere Praktikantin gewesen für 3 Monate, war 2 Wochen bei Kirinono, bis Corona dann richtig zugeschlagen hatte. Und dann, die war leidenschaftliche Hobbyköchin, hat auch in Mexiko gelebt und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einfach Quesadillas. Ja, klar. Ich habe was über Mexiko erzählt und dann saßen wir da mit zu 6. 3 davon waren Elena, Joanna und ich. So haben wir mit 3 Leuten gekocht. Die haben dann gegessen, war voll nett. War dann vorbei und ich glaube, ich weiß nicht, wer es war, hat dann eben gesagt, so, ja komm, wir machen das einfach jetzt jeden ersten Freitag im Monat. Ja, okay, weil wir hatten ja auch nichts anderes zu tun, ne? Gab ja keine Reisen und so. Und tatsächlich haben wir das bis heute durchgezogen, ist jeden ersten Freitag im Monat zu machen, das Travel Dinner. Es hieß vorher Live-Cooking, dann war es aber das Travel Dinner. Von diesen 6 Leuten, mit denen wir angefangen sind, haben wir, also 6 Kameras, haben wir teilweise im letzten Lockdown waren es teilweise 120 Kameras, das heißt ungefähr Wow. 250 Leute. Es wurde in der Bild Okay. der Frau bei uns berichtet über diesen es ist ein Reisekochkurs. Also es ist halt so, du kochst, du kriegst immer eine Woche vorher von uns eine Einkaufsliste zugeschickt, kaufst dir die Sachen ein. Mhm. Freitags 18:30 Uhr treffen wir uns, Zoom geht an, wir haben Musik, kriegst eine Playliste von uns und ja, dann machen wir einen Cocktail mittlerweile. Dann Elena ist immer noch dabei, wohnt mittlerweile in Valencia, hat eine Festanstellung, ist aber immer noch unsere Köchin, Schön. kocht dann für uns und ja, und ich habe immer einen Gast, den ich interviewen darf. Und tatsächlich, es wird jetzt im Oktober sein, das erste Mal, dass wir nach Kuba reisen. Also quasi am 2. Oktober reisen wir nach Kuba. Am ersten, Und oder? Der Freitag. am 1. ist der erste, ja, dann ist es der Mhm. erste. Ja. Genau. Am 1. reisen wir nach Kuba. Und ja, das ist so, so schön. Es ist kostenlos. Die Leute haben nachher die Möglichkeit zu spenden. Mittlerweile haben wir das personalisiert und man kann uns buchen quasi für Firmen, die die Leute nach Kuba schicken wollen, nach Mexiko schicken wollen. Es ist wie ein Kurzausurlaub. Ja, und es ist so eine Fangemeinschaft. Und teilweise, also jetzt kochen wir im Moment, war ja ein bisschen auch Sommer und so mit 40, 50 Kameras. Und ich weiß aber, es geht wieder nach oben, merke ich schon. Und ja, dann sitzen wir da und es ist so eine richtige Gemeinschaft geworden. Das ist so schön. Da hatten wir Breakout-Sessions, da haben sich die Leute nachher verabredet, haben dann zusammen gegessen. Super, Okay. super schön. Ja, das ist wirklich... Also tatsächlich was wirklich Schönes, was sich daraus entwickelt hat, total. wo man halt auch so die Community so ein bisschen einfängt. Ne? Ja, das ist genau, und deswegen, das ist immer, ich weiß, Reisen nächstes Jahr ist für uns kein Problem und ich sage das mit voller Überzeugung, weil das Feedback wird auch gespiegelt. Ja, So. Das okay. ist, wenn die mal nicht können, dann schreiben die mir E-Mails, ich kann leider nicht dabei sein. So, und dann haben wir auch letztes Jahr im August kam jemand auf uns zu, ein Kunde von uns und hat gesagt, wollte ich nicht Spanischunterricht machen. Ich habe auch zwischendurch lange Deutsch als Fremdsprache unterrichtet gehabt, zwischendurch und auch Spanisch und war so, nee, auf gar keinen Fall. 2 Wochen später, okay, wir machen Spanischkurse und dann haben wir 10 Leute, das ist alles online, 10, 20, 40 Leute in unseren Spanischkursen, musste Lehrerinnen anstellen, also freiberuflich und ja, und die kommen dann zum Travel Dinner und sagen, wir haben einen Spanischkurs und dann machen die einen Spanischkurs bei uns und das entwickelt sich halt so Spanisch für die Reise und das ist einfach großartig. Und genau diese Interviews, das war Facebook, jeden Dienstag, da machen wir jetzt gerade eine Pause, weil ich ein bisschen so viele Sachen zu tun habe und habe gedacht, ich muss mal kurz noch mal eine Pause machen. Leute, über Kuba haben wir vor 2 Wochen gesprochen, über Mexiko haben wir gesprochen, das ist über Freude, Lebensfreude. Lateinamerika habe ich mit unserer Reiseleiterin Hanna gesprochen, das ist super viele Online-Sachen. Super, wir haben schon mit der Botschaft aus El Salvador, die war beim Kochen bei uns dabei, hat gekocht, mit denen haben wir nachher eine Salsa-Stunde gemacht, also ja. Das sind ja auch wichtige Kontakte, ne, die man so auch herstellen kann und auch pflegen kann, sage ich mal.
Ja, total. Und irgendjemand hat zu uns, das haben schon mehrere zu uns gesagt, ihr seid kein Reiseveranstalter, ihr verkörpert einfach Lebensgefühl Lateinamerika. Und das ist es auch, weil wir den Kontinent einfach so mit jeder Phase unseres Körpers lieben, leben und einfach, ja, es ist einfach, dieser Reiseveranstalter, der war dann einfach nur das i-Tüpfelchen aus unserer Leidenschaft und wir machen das mit vollem Herzen und ist ganz süß. Wir launchen gerade im Hintergrund unsere neue Website und ich hab gerade auch eine Praktikantin, die Corinne, der habe ich da gerade, kannst du da mal drüber gucken. Und dann hat die zu mir gesagt, ja, das ist super schön, du müsst, was aber bei euch, und das kommt bei der Website auch so vor, man weiß, Andrea und Joanna stehen dahinter und das ist auch so, weil wir einfach, und wir sind so, glaube ich, sehr persönlich und das mit den Online-Events ist es noch viel mehr gewachsen, was sehr schön ist. Ja, wie gesagt, ne, das ist, denke ich mal, auch ein wichtiges Instrument, sage ich mal, auch, du hast ja schon gesagt, ne, also als Startup ist es gerade echt nicht schwierig, auch online präsent zu sein, ne, und sich halt irgendwie Und das nervt. hervorzuheben, sage ich mal. Ne? Und wenn man dann halt auch Dinge macht, die andere halt nicht machen, und wenn die dann noch gut ankommen, dann ist doch für alle ein Gewinn. Ja, und mit dem Travel Dinner ist es, denke ich mal, auch eine gute Sache, wenn du sagst, da sind halt, weiß ich nicht, viele Teilnehmer teilweise dabei. Ne? Und wenn mal einer nicht dabei ist, dann sagt das sogar ab. Also alleine diese Tatsache zeigt einen ja schon, dass es demjenigen auch ein wichtiges Anliegen ist. Ne? Und nicht nur irgendwie so ein Online-Ding, so, ne? Sondern wirklich halt, es ist halt ein wichtiges Treffen, sozusagen. Ja, wirklich, letztes Mal war es, hat jemand bei Facebook geschrieben, gesehen, Travel Dinner, die 10., die waren ein Stück 10-mal dabei hintereinander. Und Mhm. ich liebe dieses Format. Das ist halt so einfach ein Abend gegen Fernweh. Die treffen sich, laden Freunde ein, die kochen dann zu 5 und danach sitzen die zusammen und trinken einen Cocktail und ja, und haben dann auch die Geschichten, die sind aus erster Hand, es sind halt immer irgendwelche Experten dabei. Ja, und das ist irgendwie super schön. Und erzählen halt über ihre Erfahrungen. Und eigentlich mein Herz, was so ein bisschen dahinter ist, ist einfach für mehr Leichtigkeit, für mehr positive Nachrichten in der Welt, weil Mhm. aus Lateinamerika hört man, also meine Intention war mit Mexiko, weil ich bin aus Mexiko nach Hause gekommen und habe halt gehört, boah, hast du das wirklich überlebt? Und ich dachte mir, Mhm. ich habe so unglaublich tolle Menschen mitbekommen. Und ich habe in Monterrey gelebt, im Drogenkrieg, quasi 2009, 2010. Ich habe die Geschichten, konnte ich erzählen und ich will es gar nicht sagen, dass die Länder keine Probleme haben, ob es Kuba ist, Mhm. ob es Mexiko ist, aber die Großteil sind doch einfach unglaublich tolle Menschen, aber über die erzählt halt niemand, weil es niemand interessiert so und die kein Gehör bekommen. Und das ist quasi jetzt abgesehen von Querido Mundo, ist es halt, das ist mein Anliegen. Also das geht hier gerade mein Handy, Entschuldigung. Alles gut. Ja, so, das ist quasi, das ist mein Anliegen und das ist, glaube ich, auch darauf wächst und steht alles. Ja, Mhm. einfach für mehr positive Nachrichten in der Welt. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, am 1. Oktober ist dann quasi die Kuba-Nacht. Mhm. Okay, na vielleicht kriege ich dieses Video hier sogar noch vorher rein. Dann Sehr großartig. veröffentlicht. Ich wollte mich gerade sagen, kommst du auch? Also es ist, Ich hab's tatsächlich schon gesehen gehabt bei Instagram und wollte dann nochmal gucken, ob ich irgendwelche anderen Sachen habe, aber ich wollte tatsächlich teilnehmen, ja. glaube ich, ist wirklich so schön. Es ist so schön. Wir machen das über einen Google-Link, das kann ich dir auch gleich zur Verfügung stellen. Gerne. Dann kann man sich halt eintragen. Wir machen auch keinen Schabernack mit diesen E-Mail-Adressen. Da gibt es halt eine Woche vorher die Zutatenliste. Genau. Und danach gibt es auch noch das Rezept nochmal geschickt. Das ist echt ein schön, mega. Haben wir schon 30 Anmeldungen? Jetzt 30 schon. schon, okay, okay, Ja, okay. ja. Nee, ich Ja, habe es ja. mir, ich weiß gar nicht, gestern, vorgestern hatte ich es bei Instagram, ich habe es irgendwie vor kurzem nochmal Ja, ja, gepostet. genau. Da habe ich es nochmal gesehen gehabt und auch das Datum und ja, okay. Ja, Aber werde, denke ich mal, auch teilnehmen, ja. sehr schön, sehr schön. Ja, und wir machen, also es variiert ja immer, vielleicht kann ich ja auch irgendwann für Kuba einladen. Also jetzt kommt Janina aus dem Sprachcafé, die machen ja auch Kuba-Reisen Ja, ja, und ja, dann ist das ja immer ja, so eine genau. Kann man ja alles machen. Ne? Man kann ja in Kontakt bleiben. auf jeden Fall, ich bitte darum. Ja. Apropos Kuba, ich habe ja hin und wieder, also, du weißt ja, ich habe ja verschiedene Interviewpartner bisher gehabt und Partnerinnen. Ähm, und es gibt halt ein paar Fragen, die ich halt mehr oder weniger fast allen stelle. Mhm. Ähm,
Und da würde ich jetzt halt mal zu einer kommen. Sehr gerne. Nämlich, was ist denn das Erste, woran du denkst, wenn ich das Wort Kuba sage? Vor meiner Reise wäre es gewesen Havanna und Oldtimer. Jetzt sind es Mhm. die Menschen, Herzlichkeit. Das ist eine schöne Antwort. Wirklich. Herzlichkeit, einfach dieses Familie, Dasein, morgens um 6:30 mit der Kassamama auf der Terrasse sitzen und ihren Espresso trinken und die Nachbarn zugucken, die dann alle schon, weil ich die jeden Tag gesehen habe, zugewunken haben. Herzlichkeit ist für mich mein Wort, was mir einfällt. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Antwort. Ja, kommt vom Herzen. Ja, ja, das merkt man an der Stelle. Mhm. Ja, tatsächlich muss ich auch sagen, also wenn wir in Kuba sind, dann ist es, also mir geht es gar nicht irgendwie großartig darum, irgendwo hinzufahren. Es gibt auch Mhm. sicherlich viele Touristen, die in Kuba in einigen Orten mehr gesehen haben als ich, wenn es halt so um diese Sightseeing-Geschichten geht. Ähm, Mir gefällt es auch einfach mal einen kompletten Tag oder auch mehr einfach mal so ganz normal zu Hause oder wie auch immer zu verbringen und rumzulaufen. Also ein normales kubanisches Leben sozusagen. Morgens aufzustehen, wie du sagst, halt mit den Menschen um einen herum halt nochmal irgendwie einen Kaffee trinken oder wie auch immer und dann halt so den Tag starten, ganz normal, aber ohne, dass man jetzt irgendwie ein bestimmtes Ziel hat, dass man sagt, okay, heute fahren wir dahin, weil ich muss das und das sehen und vielleicht liegt es auch daran, weil ich schon vieles gesehen habe, aber vieles habe ich eben noch nicht gesehen. Ne? Das ist aber für mich auch vollkommen okay, weil es mir da eigentlich gar nicht so sehr darum geht, da tatsächlich wirklich alles gesehen zu haben. Und deswegen meine ich halt auch, ne? Also es gibt sicherlich viele Leute, die in Kuba weitaus mehr gesehen haben als ich. Das spricht aber auch, also auch viele Kubaner haben weitaus weniger gesehen, als viele Touristen gesehen haben von ihrem eigenen Land. Auf jeden Fall. Na, so ist es halt leider auch. Ne? Also viele kommen halt selten aus ihren Provinzen raus. Und so von daher, weiß ich nicht, ist es halt irgendwie so ein, ich habe da nicht unbedingt den Drang nach, wirklich alles gesehen zu haben, sagen wir mal so. Tatsächlich hat mich das auch jetzt, als ich jetzt in Kuba war, mit der Familie auch. Und ich wusste, mit dem Baby, da kann ich nicht so reisen, wie ich normalerweise reisen würde. Und es war für mich so okay und ich habe es auch nochmal echt einfach so wertschätzen dürfen. Einfach dieses langsame Reisen, dieses Reisen mit, einfach ja, das richtig eintauchen. So und nicht nur check, 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 gesehen, gesehen, gesehen. Das machen wir, das war sowieso nicht ganz meins, aber das war irgendwie wirklich Kirinya in Trinidad, wie ich da saß und als wir gegangen sind und die ganzen Nachbarn sich verabschiedet haben und mich umarmt haben und dann, ihr kommt wieder und ne, mi casa ist tu casa, mein Zuhause ist dein Zuhause und dann wirklich bei der ganzen Straße eingeladen war und ja, es ist einfach so ein Gefühl von ja, Verbundenheit, Freundschaft und es ist keine oberflächliches. Ich musste für den Kaffee nicht zahlen. Der Kaffee war einfach sie hat für die ganze Straße auch einfach gekocht. Und ich saß da einfach mit meinem Schock jeden Morgen und es war so schön. Es war einfach großartig. Schönste Momente im Urlaub. Ja. Und meistens ist es doch tatsächlich so, also man will immer irgendwie, keine Ahnung, Havanna sehen, den Machu Picchu sehen, Chichén Itzá sehen. Aber im Endeffekt kommt man mit der Rucksack, der gefüllt ist, es Emotionen mit den Menschen, mit den Situationen, die man erlebt hat auf der Reise und nicht, weil man irgendwie Machu Picchu gesehen hat, sondern ja, es ist der Kopf und im Endeffekt gewinnt das Herz mit den Sachen, die man nach Hause bringt. Mensch, hier wären ja wieder ein paar Sätze, das ist ja auch wieder sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, ich merke auch, ich bin auch irgendwie gerade wirklich, weil ich auch einfach das Reisen so vermisse und meine Freunde vermisse, bin sehr emotional heute und aber nee, es kommt einfach, das ist wirklich auch, das fühle ich auch, ja. Nee, das merkt man auch. Also, Mhm. ja, Andrea, Ja, was ist denn aktuell? Ich schneide es mal nur kurz an. Meine, es hat ja auch einen Grund, warum ihr halt nicht reisen konntet. Es war halt so ist halt die aktuelle pandemische Lage. Die hat natürlich auch Kuba sehr, sehr stark getroffen und ihr wart kurz vorher noch da gewesen. Da hat man aber noch mhm. nicht wirklich viel davon gemerkt, auch wenn die Wirtschaftslage auch zu dem Zeitpunkt schon arg, Ja, ja, wie sagt man, gebeutelt war.
Mhm. Aber im Vergleich zum jetzigen Zustand war das ja damals noch ein Paradies. Ähm, Kannst du dazu noch deine Einschätzung vielleicht nochmal mitteilen oder deine Wahrnehmung, wie du das damals wahrgenommen hast? Du hast ja schon gesagt, naja, man wollte Wasser kaufen und man hatte teilweise kein Wasser kaufen können. Und dann in Mexiko, ja, war dann halt die Auswahl riesengroß. Ne? Also klar, also Produktauswahl ist natürlich nicht unbedingt vorhanden. Ne? Aber im Allgemeinen, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, wie deine Wahrnehmung damals bei der Reise war, beziehungsweise auch vielleicht in der Zusammenreise, in der Gruppenreise denn später, da warst du ja nicht mit bei, hast du gesagt. Mhm. Ne? Aber du hast sicherlich ja auch entsprechende Informationen bekommen, wie es auch da mit der Versorgungslage auch für die Reisenden aussah. Ob es da Schwierigkeiten gab insgesamt oder ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausholen. Ja, sehr gerne. Also was für mich, als ich 2019 angekommen bin, ich weiß auf Flughafen, Havanna, sind Mhm. losgefahren, wir wurden abgeholt. Dari hatte mir 2 Taxifahrer schon bestellt gehabt und dann habe ich gesehen, dass überall Autos am Straßenrand standen und ich habe gefragt, was voll Tankstellen nachts. Was ist denn hier los? So, ja, aber wir haben ja keinen Sprit. So, und dann dachte ich mir schon so. Und das war für mich so, wow, das kennt man ja bei uns nicht. So, und dann war ich ein Erlebnis, dann war ich, wie heißt das Hotel in Havanna? Da war ich auch nicht mit, wo der Mafia-Kongress, Hotel Nacional ist es doch, oder? Wo der Das Hotel Mafia-Kongress war. Nacional am Malecón, ja, das ist da, ist halt, ja, genau. Ja, genau. Und dann waren wir dort und haben eine Führung gemacht und dann war Uli und Joanna waren oben auf dem Dach und dann hat der Führer auf einmal geschrien, oh, ja! Und dann, also der Guide, ne, und dann, Mhm. ja! Und dann, da ist ein Tanker, wir kriegen wieder Sprit und dann wirklich einfach, ja, das mitzuerleben so. Ne, das ist ja einfach unglaublich, das ist unvorstellbar Und da an einfach. der Ecke, da an der Ecke ist ja die Tankstelle, ja. Naja. Da kam dann Ja, gerade und die die, Tanke an. Ja, okay. ja, und das ist einfach so unglaublich. Ja, Ne? Und das war so, das einfach mitzuerfahren und dann einfach auch diese Suche nach dem Wasser, was echt wohl unglaublich ist. Ähm, für die Reisegruppe, die hatten keine Schwierigkeiten. Andrea, habe das mitbekommen von den Kassamüttern, wie die sich dann teilweise, wie das dann läuft und wie schwierig die das halt haben, teilweise das Frühstück zu bekommen und wie viele Stunden die in der Stange gestanden haben, mhm. jetzt war es nur mir und ich habe gedacht, für mich müsst ihr euch nicht so viel in die Schale schmeißen, das ist mir völlig egal, ich bin Ja, dankbar, dass ich hier sein darf. Aber die machen halt alles möglich, dass die Gäste am nächsten Tag ein Frühstück haben, was uns Deutschen natürlich oder den Gästen ein bisschen auf den Sack ging, gehen ins Restaurant und dann suchen die sich was aus und haben wir leider nicht. Nee, das gibt's auch nicht. Und das gibt's auch nicht und das gibt's auch nicht. Und das war natürlich dann schon oft so, ja, aber wenn man das vorwarnt und es einfach sagt, pass mal auf, hier, wir gehen in das Restaurant, hier hast du die Liste, sei offen dafür, dass es von 5 Gerichten nur eins gibt, dann, dann ist es auch okay. Ähm, ja, das war der Zeitpunkt, der damals war. Jetzt, was für mich hart war als Mami, war halt, dass ich damit bei einer Kassa war und gewohnt habe und dann die Hausangestellten, oh, du hast ja 3 Flaschen. Wow. Und ich so, ja, mein Kind nimmt keine. So, das war meine Probleme. Und die haben gesagt, oh, mein Sohn kriegt auch ich werde Omi und hier gibt es keine Flaschen zu kaufen. So, wo ich denke, in manchem Überfluss lebe ich und mache mir ja. Gedanken, also so, und dann, ja, ne, dann hier, bitte, also ich brauche sie sowieso nicht, nimm sie einfach. So, und das war für mich so hart, so an so Sachen, gerade war natürlich jetzt ich bin Mami gewesen und das ist ganz schlimm, Situation, dass sie das an so normale Sachen nicht drangekommen sind, das super schwer war. Und Dario wird auch gerade Papa, dem habe ich halt auch jetzt 200 € geschickt, weil ich das machen musste. Nicht, weil er es wollte, sondern einfach, weil ich das einfach gerade mitkriege, wie jetzt die Situation teilweise ist und ja, und geben und nehmen in Lateinamerika ist gut und wenn man es kann, darf man es auch gerne machen. Und ja, Ich denke so, ne? auch. Ja, und das ist halt gerade so, wo ich halt mitkriege, boah, irgendwie Job verloren, keine Reisen gerade führen und das ist halt super schwierig.
Und ja, das kann ich dazu sagen. Schwierige Ja, Situation. ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Situation, aber du hast ja auch gerade schon gesagt, also helfen in den Rahmen, wie man es kann, ne, ist, denke ich mal, auch auf jeden Fall so das Menschlichste, was man an der Stelle machen kann. Ja, und ich sage das jetzt nicht so, wow, ich habe jetzt mal Euro gespendet, Nee, weil ich cool bin oder so. Nee, aber es ist einfach, ich habe letztes Jahr auch Geld vom Staat gekriegt und das, ich meine, wirklich, und es ist einfach es ist einfach, es sind andere Situationen, andere Möglichkeiten und ich finde, wenn einfach geben die Norm wäre und nicht nehmen, dann wäre die Welt auch eine andere Welt. Ja. ja. Das stimmt, ja, und es kommt auch gar nicht auf die Summe an, ne? Also, weil du gerade meintest, halt 200 Euro, ja, das geht jetzt gar nicht um die Summe, sondern ganz allgemein halt, ne, wo man helfen kann, deswegen, ne, und, ich habe nicht alleine gespendet, ich habe noch Spenden quasi gesammelt, ne? Ich habe das okay. dazu, ja, also nee, mir hat noch eine andere Reisegast, ein Reisegast hat, da kann ich auch was tun. Da habe ich mich darüber unterhalten, über die Situation in Kuba, hat mich angeschrieben, hat mir 100 Euro überwiesen, ich habe noch 100 Euro von Querido Mono draufgepackt, so ist das quasi gegangen. So. Super, super. Ja, muss ich nur ja noch mal kurz erwähnen. Okay, Nee, also im Detail war es genau so. Ja. Ne, in der Summe waren es dann die 200, aber wie gesagt, selbst wenn es halt weniger oder mehr gewesen wären, darum geht es ja letztendlich nicht. Ne? Hauptsache so, dass man auch einen Gedanken daran hat, ne, und da auch helfen möchte, wo auch immer. Muss jetzt nicht unbedingt Kuba sein. Ich meine generell halt, ne? So dieser Hilfegedanke. Ne? Ja, es ist. Oder Unterstützung. Ne? Sagen wir besser Unterstützung, weil Hilfe ist immer so ein bisschen negativ datiert. Also genau, Unterstützung. Genau, Unterstützung, das sagst, hast du schön gesagt, das ist auch so. Ja, einfach um damit, ja, das Unterstützung ist ein gutes Wort. Ja. Genau. Gut, also, Andrea, zum Ende hätte ich noch eine Schnellfragerunde. Schieß los. Bist du bereit? Natürlich alles im Kuba-Kontext. Dein Lieblingsessen? Ich bin Vegetarierin. Ich habe mal, Das war schwierig, ja. Ja, schwierig, aber ich habe immer diese Malanga-Kartoffeln, fand ich super. Entschuldigung, Malanga-Kartoffeln fand ich, die Pommes quasi, fand ich super. Mhm. Lieblingsgetränk? Mojito. Havanna oder Santiago? Kann ich schwer sagen, weil ich in Santiago nicht war. Ich kann Havanna, Trinidad und Vinales, kann ich sagen. Oh. Okay, dann sagen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch Havanna, kann sich aber gegebenenfalls noch ändern. Ja, ist schwierig. Also ich will auch unbedingt nach Santiago, ich muss dahin. Sehr gut. Casa Particular oder Hotel ist, denke ich, auch schon fast beantwortet. Ja, Casa, definitiv. Beste Jahreszeit für die Kuba-Reise? Ich war im November da und ich fand es Oktober, November, ich finde es super. Also das würde ich jetzt auch immer wieder so machen. November. Genau. Naja, bei der Frage geht es auch gar nicht so darum, was man im Allgemeinen rät, sondern wann du dann halt grundsätzlich immer reisen würdest. Ne? Ich würd immer kurz vor den Saisons reisen. Das ist immer so. Okay, und letzte Frage. Wann geht es das nächste Mal nach Kuba? Bitte April 2022. Oh Gott, das ist so also nächstes Jahr April, da möchte ich hin, wirklich. Ich fliege nämlich nächstes Jahr, ich sage es jetzt hier offentlich, ich fliege nächstes Jahr auf jeden Fall nach Mexiko im März, das ist mein Plan, und ich wollte danach noch kurz in El Salvador, weil ich dann noch 5 Tage mir was angucken darf, und dann will ich auch noch nach Kuba, das ist mein Plan. Das ist jetzt ausgesprochen. März 2022. Ja, April, wahrscheinlich wird es eher April, aber das April, okay. Ja. Gut, halten wir so fest. Ja, nicht ausgesprochen. Okay, Andrea, möchtest du zum Ende noch irgendwas loswerden? Vielleicht, wie man euch am besten erreichen kann oder was auch immer. Ja, super gerne. Also erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ich über Kuba und Lateinamerika sprechen durfte. Ich lade euch alle herzlich ein zum Travel Dinner. Wirklich, man muss es erlebt haben. Es ist mein Lieblingsarbeitstag. Ich schicke dir gleich, das ist wirklich vom Herzen. Ich schicke dir, vielleicht kannst du das veröffentlichen, in dem Google-Link, da könnt ihr euch einfach eintragen. Da schicke ich euch die Zutaten zu und
Natürlich unsere Webseite www.queridomundo.de, da einfach oder eine E-Mail schreiben. Wir lieben E-Mails und wir lieben Kontakte. Ihr könnt mich auch über Querido Mundo Reisen, Instagram, Facebook, ja, auf allen Plattformen vertreten. Ich freue mich, von euch zu hören. Sehr schön. Dann möchte ich mich an der Stelle auch nochmal bedanken fürs Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem mit dir zu reden. Und wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und ich werde, denke ich mal, auch am 1. Oktober denn beim Travel Dinner dabei sein. Und ja, von daher bleibt mir erstmal nichts weiter zu sagen als Danke. Danke dir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüssi. nächsten Mal. Hat mir super Spaß gemacht. Danke dir. Tschüss.